Ja, willkommen zu Episode 5 unserer Reise in den Oman. Den Oman haben wir schon in der letzten Episode hinter uns gelassen und nun hat uns der Krieg überrascht. Das führte dazu, dass wir ziemlich schnell durch die Emirate fuhren, dann weiter Richtung Riyadh in Saudi-Arabien. Wir besuchten das Ushaika Heritage Village, fuhren nach Al-Ula, dann überquerten wir die Grenze nach Aqaba in Jordanien. In Jordanien schauten wir uns noch den Wadi Rum an und fuhren nach Petra und Amman und dann ging es durch den Irak zurück in die Türkei. Das war eine spannende Fahrt, etwas schnell. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, uns hier zu folgen. Nachdem wir den Oman verlassen hatten, wie ihr in der vergangenen Episode gesehen habt, durchqueren wir nun schnell die Arabischen Emirate bis nach Saudi-Arabien. Wir sind gestern durch die Emirate gefahren. Das war auch ein bisschen spannend, denn der Krieg zwischen den Amerikanern und Israelis und dem Iran hat begonnen und die Iraner haben zurückgeschlagen, auch unter anderem in den Emiraten, in Dubai und Abu Dhabi. Und wir sind jetzt deshalb auch relativ schnell durch die Emirate gefahren und sind hier in Saudi-Arabien. Jetzt ist natürlich spannend, wie wir weitermachen werden. Von der Regierung gibt es Aufforderungen, das Land zu verlassen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns mit dem Auto, mit dem Wohnmobil. Wir fahren jetzt Richtung Riyadh und dann weiter nach Westen und schauen mal, wie sich die Lage entwickelt. Dort ist es weiter weg vom Geschehen. Und da hoffen wir, dass es dann ruhiger wird. Und auch hoffen wir, dass der Krieg bald beendet sein wird, sodass wir dann auch über die Heimreise nachdenken können und wie wir die gestalten werden. Hier ist ein Stellplatz direkt an der Grenze zu den Emiraten in Saudi-Arabien. Und dieser Stellplatz wirkt sehr verlassen. Das war irgendwann mal ein Vergnügungspark direkt am Meer. Aber es sind keine Menschen hier. Schwimmen ist verboten. Die Grasflächen sind zu Sand geworden. Es ist noch relativ ordentlich, aber mindestens seit 2 Jahren scheint der Ort verlassen zu sein. Wir hatten gestern eine wirklich sehr ruhige Nacht. Heute oder morgen früh werden wir weiterfahren in Richtung Riyadh. Wir verlassen nun den Arabischen Golf und fahren in 2 Tagen bis zur Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riyadh, die im Landesinneren liegt. Riyadh ist mit ca. 7 Millionen Einwohnern Hauptstadt und Finanzzentrum Saudi-Arabiens. Ich hatte hier für ca. 30 Jahre mehrere Monate als Projektkaufmann gearbeitet. Seither haben sich Land und Leute vollkommen verändert. Das Land öffnete sich seit dem Jahr 2018. Heute müssen sich Frauen nicht mehr verschleiern und dürfen unter anderem auch Auto fahren. Wir haben viele Frauen kennengelernt, die trotz Burka und Gesichtsverschleierung sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Nachdem wir 2 Nächte in Riyadh verbracht hatten, fuhren wir weiter in Richtung Nordwesten zum Ushaika Heritage Village. So, willkommen nochmal in Ushaika Heritage Village. Wir sind gestern Abend auf diesem Parkplatz gefahren, um die Stadt zu besuchen. Die Stadt gehört zu den ältesten Städten Saudi-Arabiens und sie besteht aus Lehmhäusern. Die Stadt liegt hier im Tal und wir werden dann runterfahren, um die Stadt zu besuchen. Sie stellt auch eine typisch Wüstenstadt dar. Und nochmal zum Wetter, es ist sehr windig und heute morgens hat ein bisschen, nicht geregnet, getröpfelt wahrscheinlich. Und es sind, ich glaube, jetzt ungefähr 18 Grad, aber es war ein bisschen kälter heute Morgen. Der Wind ist nicht sehr warm. Hier ist so ein Picknickplatz, glaube ich, ist so covered und nett. Da kann man hier Frühstück machen, aber Ja, sehr schön. Im Ushaika Heritage Village waren wir am späten Vormittag völlig allein, weil wir uns gerade mitten im Fastenmonat Ramadan befinden.
Nach unserem Besuch im Mushaiga Heritage Village fuhren wir zunächst zum Aldara-Krater und dann weiter bis zur Stadt Hail. Das Al-Arif-Fort in Hail entstand im 17. Jahrhundert als Lehmfestung der lokalen Herrscherfamilien und diente über Jahrhunderte als strategischer Wachposten zur Kontrolle der Oasenstadt und der umliegenden Karawanenrouten. Steel, yeah. You have plastic like this. Is a bigger, little bigger. Nach erledigten Einkäufen in Hail fahren wir ein paar Kilometer aus der Stadt raus, um an einem idyllischen Platz in der Natur zu übernachten. Ja, wir sind jetzt aus Hail herausgefahren, ungefähr 40 Kilometer hier in die Berge und werden hier unten, im Hintergrund seht ihr Rodi, werden hier unser Nachtlager aufschlagen. Wir sind hier zusammen mit Monika und Herbert, die auch hier übernachten werden in ihrem Fahrzeug. Und morgen schauen wir mal, wie wir weiterfahren. Es geht in Richtung Laula. Dort wird noch viel zu sehen sein auf dem Weg nach Jordanien. Wir beeilen uns ein bisschen in Richtung Jordanien zu kommen, um dann durch Jordanien zu fahren und dann noch bald durch den Irak wieder in die Türkei zu kommen. Es ist noch alles okay. Die Route durch den Irak ist noch völlig offen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Dann wird alles gut laufen. So Kombi Müsli in der Wüste. Nach einer sehr ruhigen Nacht an diesem herrlichen Stellplatz fuhren wir weiter bis nach Al-Ula, um uns in dieser faszinierenden Region viele Felsformationen, die Ausgrabungen von Hekra, die schöne Altstadt von Al-Ula und die Spiegelhalle von Maraya anzuschauen.
Von Alula aus machten wir eine Tour durch die Ausgrabungsstätte von Hekra. Hekra entwickelte sich ab dem 1. Jahrtausend vor Christus zu einem wichtigen Zentrum der Nabatäer und war deren südlichste sowie zweitgrößte Stadt nach Petra. Nach der Eingliederung des Nabatäerreichs in das Römische Reich im Jahre 106 nach Christus verlor die Handelsstadt an Bedeutung und wurde schließlich in der islamischen Periode aufgegeben. Es ist erlaubt, Grab Nummer 26 zu besichtigen. Schauen wir mal, was da alles drin ist. Außer jetzt Jens. Dank des trockenen Klimas und fehlender Wiederbesiedlung ist Hekra heute außergewöhnlich gut erhalten und zählt seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Erhalten geblieben sind wie in Petra vor allem die endlosen, in den Fels gehauenen Grabmäler. Die Altstadt von Alula, eine Handelsstadt an der Weihrauchroute, ist ein Labyrinth aus engen Gassen und jahrhundertealten Lehmhäusern, das die Atmosphäre einer lebendigen Oasenstadt vergangener Zeiten bewahrt. Mit Pausen bei der Spiegelhalle von Maraya und bei den Felsen von Buraika fahren wir weiter bis nach Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens. Die Spiegelhalle von Maraya ist das größte verspiegelte Gebäude auf der Welt. Nur dank Olas Überredungskünste an der Einfahrtskontrolle durften wir einen Blick auf dieses faszinierende Gebäude werfen. So it's us in our shadow. Or not shadow, our reflection in the mirror. Nachdem wir in Tabuk übernachtet und am nächsten Tag auch einige Einkäufe erledigt hatten, fuhren wir weiter bis zum Roten Meer. Am nächsten Tag fuhren wir dann bis in den Golf von Aqaba. Ja, wir sind gestern hier am Roten Meer angekommen.
Also ein einsamer Strand direkt vor dem Eingang zum Golf von Aqaba. Und wir haben hier übernachtet und heute werden wir weiterfahren Richtung Aqaba. Aber wir werden die Grenze erst morgen früh überschreiten. Und dann sind wir in Jordanien. Ja, im Hintergrund seht ihr den Golf von Aqaba und ganz dahinter, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, den Sinai, also Ägypten. Wir sind jetzt noch 30 Kilometer entfernt von Jordanien, der jordanischen Grenze, die wir morgen überschreiten wollen. Heute werden wir noch eine Nacht hier verbringen. Hier direkt am Meer, wollten wir zumindest. Wir müssen jetzt noch ein paar hundert Meter ins Landesinnere fahren. Also die Regel scheint zu sein, 400 Meter Abstand zum Meer muss ein Camper in der Nacht haben. Das hat uns zumindest die Polizei gerade eben hier mitgeteilt. Also wir dürfen übernachten, aber etwas im Landesinneren. Werden wir so machen, denn morgen wollen wir früh losfahren, um dann über die Grenze zu fahren. Also wir werden keinen anderen Platz mehr suchen. Von Hakel fuhren wir über die jordanische Grenze nach Aqaba. Dort blieben wir aber nicht, auch wegen der vielen Explosionen, die deutlich zu hören waren, wahrscheinlich aus dem wenige Kilometer entfernten israelischen Elat. Wir folgten unseren Freunden Monika und Herbert ins Wadi Rum. Tja, es ist morgens. Ja. Und wir fahren jetzt los Richtung Grenze. Ja, also was heißt leider? Es ist schon ein bisschen traurig, dass wir jetzt Saudi-Arabien verlassen. Es war eine wunderschöne Zeit, leider ein bisschen betrübt von dem, was geschehen ist. Und einige Sachen haben wir ausgelassen. Ja, also das macht mich ein bisschen traurig. Ja, können wir nicht ändern, das ist halt so. Ja. Und jetzt fahren wir über die Grenze, zusammen mit unseren Freunden hier vorne. Monika und Herbert. Und jetzt geht's los. Ja, aber ich freue mich, wir freuen uns auf Jordanien. Für mich ist auch ein neues Land. Ja, da kommt bestimmt die Freude wieder zurück. Davon gehe ich aus. Es wird auf jeden Fall interessant und wir werden durch Jordanien durchfahren und dann noch durch den Irak bis zur Türkei. Ja, wir sind hier in Aqaba und das hier ist der Strand vom Kempinski Hotel. Im Hintergrund seht ihr Israel, also über dem Wasser. Und auf der anderen Seite, weiter links, dürfte dann Ägypten liegen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann hier. Es ist nicht so klar, das Wetter ist sehr bedeckt. Ja. Meistens. Ja, nee. Aber es ist sehr interessant, weil das dieses Dreiländereck hier ist. Also das ist der Golf von Aqaba, den ihr im Hintergrund seht. Und da treffen halt die drei Länder aufeinander. Zusätzlich zu Saudi-Arabien, das wir ja heute früh verlassen haben, das hier vielleicht 30 Kilometer weiter im Süden liegt. Aufgrund der gegenwärtigen Situation gibt es auch in Aqaba und in ganz Jordanien nur sehr wenige Touristen, was die Menschen natürlich spüren. Wir werden zum Beispiel von den Ausflugsbootsbesitzern immer wieder angesprochen, einen Bootstrip mit ihnen zu machen. Das Fort von Aqaba, einst osmanischer Außenposten an der Pilgerroute nach Mekka, trägt bis heute die Spuren der arabischen Revolte gegen das Osmanische Reich von 1917. Da drüben ist Israel und es ist keine 4 Kilometer von hier.
eher weniger. Dort sei heute auch eine Rakete eingeschlagen, hat einer der Fischer hier gesagt. Aber ob sie wirklich eingeschlagen hat, weiß ich nicht. Die modernen Gebäude dort sind auf jeden Fall von hier aus sichtbar. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Film sieht. Ich habe es nicht mehr aushalten können. Nachdem es in Aqaba doch noch ziemlich gedonnert hat, das heißt, es gab Explosionen, wahrscheinlich auf der israelischen Seite, aber man weiß es ja nicht genau, sind wir dann doch hier noch zum Wadi Rum gefahren. Das ist eine Traumlandschaft hier. Es ist fast Sonnenuntergang, also wir werden jetzt hier noch was essen, Iftar machen und dann vielleicht morgen eine kleine Jeep-Tour durch den Wadi Rum, um dann weiterzufahren nach Petra und später dann noch nach Amman. بدوية ولا انت حلوه ولا جوزه واحده بدويه بدك شو؟ جوزه واحده بدويه He will look for a Bedouin Frau for him. Second one. Matutani. Tani. It's mine. Wir sind jetzt auf einem Campingplatz in der Wüste in Jordanien und das gibt es jetzt zum Abendessen. Das ist alles frisch vorbereitet. Wir haben auch gelernt, dass hier ist ein alles Bio, Eco. Es wird auf Plastik verzichtet, ist alles Bioprodukte, auch hier ganze Kissen. Davor haben wir Tee getrunken hier, direkt aus dem Feuer. Und jetzt gibt es Abendessen. Und jetzt kommt natürlich die Hauptspeise. Genau, also guten Appetit. Nimmst du beide? Nee. Das على مهلك ايه مو ضروري. Der Junge wollte unbedingt die Felsspalte hochklettern und für uns Bilder von den oben gelegenen Wasserbecken aufzunehmen. Ja auch. Oh ja, natürlich.
Du kannst nicht sagen, ich hab den Namen. Ich dachte, der wollte mich schminken. Oh mein Gott. Nach diesem fantastischen Ausflug im Wadi Rum fuhren wir am Nachmittag weiter bis nach Petra. Nach Petra gelangt man über eine beeindruckende, ca. 1,5 Kilometer lange Schlucht, dem sogenannten Sik. Aufgrund des gegenwärtigen Nahostkrieges gibt es nur sehr wenige Touristen in Petra, wie auch schon im Wadi Rum und in der gesamten Region. Viele Menschen hängen aber vom Tourismus ab, egal ob sie Dienstleistungen oder Produkte verkaufen. So traurig es für die Lokalen ist, so kann es auch manchmal anstrengend sein, sich der Penetranz mancher Angebote zu erwehren. Petra wurde von den Nabatäern als bedeutendes Handelszentrum in den Fels gehauen und entwickelte sich im 1. Jahrhundert nach Christi zu einer wohlhabenden Metropole. Nach der römischen Annexion im Jahre 106 nach Christus und mehreren Erdbeben verfiel die Stadt allmählich und wurde schließlich aufgegeben. 1812 brachte der Schweizer Forscher Johann Ludwig Burckhardt Petra wieder ins Bewusstsein der westlichen Welt. Wir sind jetzt zum Ad-Dier-Kloster hochgelaufen und haben auf der anderen Seite einen Blick in Richtung Israel, Palästina. Da unten ist ein Tal und dahinter gehen die Gebirge wieder hoch, aber viel sehen tut man davon nicht. Von Petra fahren wir dann nach Amman, um dort einen alten Freund und seine Familie aus meinen Damaszener Tagen wiederzusehen, der dort nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs seinen Wohnort gefunden hat. Diese Begegnungen zeigen wir hier aber nicht. Bevor wir weiterfahren, müssen wir noch den Wassertank füllen. Wir tun das an der Quelle des Moses am Eingang zu dem Ort Petra.
Laut Überlieferung hat hier Moses Wasser aus dem Felsen geschlagen. Was willst du aufnehmen, wie ich nicht mehr atmen kann? Oh Mann, ist die Stadt der Treppen. Nach unserem Aufenthalt in der Hauptstadt Jordaniens fahren wir weiter zur Ausgrabungsstätte von Jerash, wo wir auch unsere neuen Freunde Monika und Herbert wieder treffen. So, wir gehen jetzt entlang der Hauptstraße von Jerash. Und Jerash ist eine der weltweit am besten erhaltenen römischen Provinzstädte außerhalb Italiens. Sie wird auch als Pompeji des Ostens bezeichnet. Genau. Ja, und Jerash liegt ungefähr 40 Kilometer entfernt nördlich von Amman, wo wir gestern waren. Das hatten wir uns gestern angeschaut. Каждого амфитеатре теперь что ли петь? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Leider gibt es hier in Jerash auch kaum Touristen. Bevor wir die Irak-Durchquerung angehen wollen, schauen wir uns noch eine letzte Ausgrabungsstätte in Jordanien an, al-Jimal, und übernachten dort auch. Hier sind wir in al-Jamil. Das sind Ausgrabungen, die seit 2024 auch als Weltkulturerbe deklariert wurden. Die Blütezeit dieser Stadt liegt etwas nach der Ausgrabungen, die wir bisher besucht haben. Es beginnt spätrömisch im 3. Jahrhundert, geht ins Byzantinische hinein und endet mit den Umayyaden. Kirchen, die hier gebaut wurden, wurden später in Moscheen umgewandelt. Wir sind hier ganz im Norden Jordaniens. Das ist einer unserer letzten Stops hier in Jordanien, bevor wir in den Irak fahren werden. Es war interessant auch deshalb, weil wir sind an einem Flüchtlingslager heute vorbeigefahren, einem syrischen Flüchtlingslager. Das wurde mit Militär bewacht, also wir sind nicht direkt hingekommen, aber wir haben es in der Ferne gesehen. Morgen wollen wir weiter in Richtung irakische Grenze fahren. Erwähnenswert ist, dass es in al-Jimal kein Holz gab,
so dass sogar die Dächer aus Steinplatten konstruiert wurden. Außerdem gab es eine durchdachte Wasserversorgung, wobei Regenwasser und Wasser aus den umliegenden Wadis im Winter gespeichert wurde, sodass es im Sommer verwendet werden konnte. Nun fuhren wir zur irakischen Grenze, wo wir noch einmal übernachteten, bevor wir am nächsten Morgen gemeinsam mit Monika und Herbert die Grenze überschritten. Der Grenzübertritt dauerte ca. 4 Stunden. Dann fahren wir zum größten Teil in Begleitung durch die Polizei bzw. das Militär von einem Checkpoint zum nächsten, bis wir spät in der Nacht in Samarra ankommen. Von dort können wir am nächsten Tag allein weiterfahren. Wir übernachteten noch einmal auf einem Stellplatz in Dahuk, bevor wir die Grenze zur Türkei überschritten, eine Nacht in Cizre blieben und dann nach Mardin fuhren, wo wir einen Service- und Ölwechsel für Rodi machen lassen wollten. Wir sind hier eingeladen bei einer syrischen Familie, verstehe ich. Syrischen Familie in Nordjordanien. Und wir bekommen hier Süßigkeiten und natürlich unser Wasser, was wir suchten. Genau, das muss intensiv gezeigt werden. Ja, genau. كنا تركيا من سوريا على تركيا وضلكم رايحين لو كان في هذا فيلم. كنا هيك عملنا اكيد. كنا فيديو. فضلنا على فيديو، كنا من هون دخلنا عبور بالسيارة. Ja, gestern war ein langer Tag. Wir sind frühmorgens über die jordanisch-irakische Grenze gefahren. Das hat dann 4,5 Stunden ungefähr gedauert, obwohl kein Mensch angestanden war. Es war einfach die Bürokratie, die Leute waren sehr freundlich. Aber es hat lang gedauert und danach sind wir dann im Konvoi, teilweise im Konvoi, also am Anfang noch nicht, aber später dann immer im Konvoi von Station zu Station oder Polizei oder Militärkontrolle zu Militärkontrolle. Bis wir dann ungefähr 50 Kilometer vor Samarra waren. Dort durften wir dann alleine weiterfahren und wir wollten in Samarra einen schönen Parkplatz aufsuchen. Der war aber gesperrt und dann mussten wir diesen Parkplatz hier wählen oder wir hatten keine andere Wahl, sagen wir mal so. Und besonders schön ist der wirklich nicht. Das ist ein Müllplatz, kann man sagen. Also es ist schon ziemlich krass. Wir haben alle Fenster zugemacht, damit wir nicht rausschauen müssen. Aber es war eine Erfahrung. Wir sind jetzt hier in der Türkei angekommen, seit ein paar Tagen, und wollten hier nochmal eine kurze Zusammenfassung unserer Rückreise durch die arabische Welt geben, denn die war ja etwas aufregender als geplant. Ja. Was denkst du an? Ja, es ist nur, ich will auch nur sagen, was der Jens gesagt hat, es ist viel kürzer geworden. Natürlich, ihr wisst warum. Das war wirklich sehr, sehr schade. Wir mussten sehr schnell durch die Emirate fahren und dann, wir sind in Saudi-Arabien angekommen und auch dort alles schnell gemacht und vieles weggelassen. Trotzdem müssen wir sagen, das, was wir erlebt haben und gesehen haben, war wirklich sehr, sehr schön. Und das ist für uns eine ganz, ganz große Freude. Also ich bin ein bisschen traurig, dass wir einiges ausgelassen haben. Wir haben zum Beispiel den
Südwesten ausgelassen, die grünen Berge Saudi-Arabiens. Wir haben Jeddah und Medina ausgelassen. Ja, das war, wie gesagt, durch die Situation. Wir sind sehr schnell gefahren. Das heißt, wir haben auch nicht sehr viel Zeit zwischendurch gehabt. Wir sind ein bisschen durch die Länder gehetzt, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt negativ, es war nicht negativ, das war schön. Aber wir hatten als Ziel, den Irak rechtzeitig zu erreichen. Genau. Denn der Irak ist halt auch ein kritisches Land und in diesem Krieg hätte es dort leicht zu einer Eskalation führen können. Ist aber nichts passiert. Wir sind ja heil durchgekommen. Wir hatten Polizei und militärische Eskorte. Die Leute, die Soldaten, die Polizisten waren sehr, sehr freundlich, aber wir haben gesagt, wir haben beide gemerkt, dass sie... Ein bisschen nervös waren sie schon. Ja. Wir Genau. haben uns auch zusammengetan mit Monika und Herbert. Schon ab Riyadh sind wir parallel gefahren und dann gemeinsam durch den Irak, auch aus dem Grund, damit wir uns sicherer fühlen können. Genau, so war das. Und Irak haben wir wahrscheinlich erwähnt. Das war wirklich das Traurige, war natürlich die Situation, aber auch leider das ernste Thema Müll. Das ist sehr schlimm in Irak, leider. Und Ja, du wolltest noch etwas zu deinem ja, Erlebnis und im Nordirak sagen. Ne? genau, also Krieg und jeder sagt, passt auf, bitte kommt heil raus, okay, haben wir geschafft, aber was ich nicht geschafft habe, ist die Glasscheibe zu sehen. Wir waren in einem Shopping Mall und wir haben geshoppt und ich war sehr glücklich, alles bekommen, was wir wollten, wieder in die Zivilisation angekommen zu sein und dann beim Rausgehen, ich habe die ganz, ganz saubere Glasscheibe nicht gemerkt, nicht gesehen. Und die rannte einfach durch. Und was daraus ist ein blaues Auge entstanden. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht das nicht. Nee, ich glaub, das sieht nicht. Aber was lernt man daraus? Jens meint, nicht mehr shopping zu gehen. Aber nein, falsche Antwort. Ich meine, es kann überall unerwartet etwas passieren. Ja, nicht nur im Krieg. Nicht nur im Krieg. Und damit beenden wir dieses Video. Es ist ein bisschen länger als sonst, aber ich wollte das jetzt nicht aufteilen. Dadurch, dass wir so gehetzt sind, in Anführungszeichen gehetzt sind, bin ich ein bisschen hinterher mit den Aufnahmen oder mit der Bearbeitung des Videos gewesen. Und jetzt mache ich das nicht. Also ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.